This time travel goes back to the 80s. I bought a tape at a flea market that turned out to be a spectacular document of its time. Von der Wirklichkeit der Träume. I have already bought the tape a few years ago. It contains 2 parts of the series. The recordings include montages of dream stories, mostly told by radio listeners via telephone. The radio station Rias Berlin doesn't exist anymore, and the program was broadcast live, so it is possible that I own the only recording of this broadcast. This video is not a feel-good video. As the title says, it is about nightmares of a special kind. It's about a fear that many people, myself included, are dealing with since a couple of weeks. So you have to decide for yourself if you really want to watch the video further. I would like to say a few words to German viewers. Ich glaube, dass es ziemlich unangenehm sein kann, wenn man auf einer 40 Jahre alten Aufnahme plötzlich die Stimme hört von einem Familienmitglied, was vielleicht schon verstorben ist, von Freunden, Bekannten oder sogar sich selbst. Und insbesondere dann, wenn es sich dabei um einen Albtraum handelt. Wer also einen Bezug dieser Art zu Berlin und den 80er Jahren hat, sollte sich das Video vielleicht nicht weiter anschauen und wenn, dann nicht allein. And now the excerpt of the dreams, unedited. In meinem Traum stehe ich in der Küche bei uns in der Wohnung. Meine Mutter steht am Tisch, macht das Abendbrot, packt Wurst aus, Salami und so. Und ich nehme mir eine Tageszeitung und blätter sie durch und stoße da auf ein Bild, was mich sehr erschreckt. Und zwar stehen da 3 Personen drauf, die jeweils 2 Köpfe haben. Und die Köpfe sind nicht so normale Köpfe, sondern sie haben keine Haare, kein Gesicht. Das sind wie irgendwelche geometrischen Körper, Kugeln oder Kegel oder das obere von Weingläsern oder ähnliches. Und weil mich das so erschrickt, lese ich den Artikel, der daneben steht, und da steht, dass ein Krieg ist in Asien, China oder Japan oder so, und ein Atomkrieg, und durch eine Bombe, die geschmissen worden ist, sind erstmal sehr viele Menschen ums Leben gekommen. Und diejenigen, die überlebt haben, haben sehr viele Geschwüre und Ausschläge und die Wunden, die heilen nicht ab. Und was charakteristisch ist, dass die Leute, die überleben, alle 2 oder mehr Köpfe haben. Und während ich das lese, spüre ich, wie eine Druckwelle und radioaktive Strahlen immer näher kommen. Von Asien ausgehend spüre ich regelrecht, wie sie über Russland kommen, übers Schwarze Meer und über den Balkan immer näher kommen. Und ich versuche irgendwie, das meiner Mutter begreiflich zu machen. Und ich würde mich so gern irgendwo verstecken, aber das geht nicht. Im Traum kommt die kriegerische Auseinandersetzung wie ein Blitz aus heiterem Himmel, mitten im friedlichen Tun nehme ich plötzlich eine große Helligkeit wahr, auch eine Art Dröhnen oder Grollen, und weiß sofort, das ist der Atomkrieg, der jetzt angefangen hat, und das ist jetzt auch dein Ende und das Ende aller deiner Angehörigen und Freunde. Ich empfinde eigentlich mehr ein starkes Bedauern, nicht so sehr ein furchtbares Entsetzen, und denke im Traum, ja, das war's nun. Es ist nicht mehr zu ändern, es ist jetzt passiert. Das
was wir immer befürchtet haben, ist jetzt halt eingetreten. In meinem Traum liege ich am Strand, es ist Sommerzeit. Ich sonne mich. Um mich herum sind Menschen, Kinder, die lachen und kreischen. Die Luft ist mild, eine ganz laue Brise weht. Und ich träume vor mich hin. Und plötzlich wird die Luft ganz heiß und die Wogen sind nicht mehr blau oder grün oder mit weißer Gischt, sondern die Wogen des Meeres werden plötzlich feuerrot und die Luft wird brennend heiß und ich sehe, wie den Menschen um mich herum die Arme, die Beine wie Luftballons davonfliegen. Es ist weißgraue Asche, die Arme verglühen und schweben weg. Ich weiß in dem Moment, dass irgendwo eine Atombombe gefallen ist. I think these dreams are very impressive. They contain some surreal elements that you only find in dreams, such as the arms and legs flying away like balloons in the third dream. Strangely, these surreal elements are what makes the dreams more comprehensible than some more realistic fiction does. Actually, I wanted to make a completely different video with this tape. This excerpt should be only one aspect. The fear of a nuclear war was until recently something that was rather a thing of the past. That has changed abruptly with the war in Ukraine. I have been working for some time on a photo book with pictures that my father took. In my video about the Berlin Wall, I have already mentioned that he escaped from the GDR. In the 80s and after the German reunification in the 90s, he took a lot of photos along the inner German border and also in the GDR. Mostly I can't remember my dreams, but after the start of the war in Ukraine, the current images from the media mixed with those of my father from the GDR in my dreams and stayed in my head. That's when I remembered that tape. My generation and people who are even younger often don't even know that the fear of a nuclear war was once quite omnipresent and that this was long before the nuclear disaster in Chernobyl. The, let's say, popular culture of the time shows this very clearly. The day after, a 1983 US television movie that shows World War III and its consequences very drastically. In Great Britain, a year later, Threats, a television movie with very similar content, was shown. And these are only the two best known from that time on this topic. On Kate Bush's great album Never Forever from 1980, you can find the famous title Breathing, which is about a nuclear war too. And also the title After the Day by Barclay James Harris from 1970 seems to refer to a nuclear war and ends with a loud explosion. This tape fits in perfectly. It was important to me to show this unique document of time. It makes us understand this aspect of 20th century life like only a few documents can. And it has become relevant again. It perhaps also tells us something about our present time. Namely, that we have not yet been able to minimize the danger of a nuclear war from the ground up, meaning to reduce the number of nuclear weapons worldwide. In fact, we have completely forgotten about it because we thought it was no longer necessary. The next video will be less scary. If you want to make a more positive time travel now, I recommend one of these videos.